Hallo und herzlich willkommen bei Japan Live. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach und ohne Probleme in Japan mit der Bahn fahren kannst. Und bevor es jetzt losgeht, vergesse auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um ab jetzt keines meiner Videos mehr zu verpassen. Japan ist weltweit bekannt für seine unglaublich guten öffentlichen Verkehrsmittel. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr kommt es so gut wie nie zu Verspätungen und auch der Service an den Bahnhöfen, in den Zügen und anderen Verkehrsmitteln ist immer tadellos. Die meisten haben davon wahrscheinlich aber schon mal gehört und fragen sich nun, wie funktioniert das eigentlich genau mit dem Bahnfahren in Japan? Ob in Tokio oder Osaka, in der Stadt oder auf dem Land, nach diesem Video kommst du ohne Schwierigkeiten an dein Ziel. Und um dir das Ganze anschaulich zu erklären, bin ich in Japan mit der Bahn umhergefahren und dieses Video ist am Ende dabei herausgekommen. Fangen wir am besten mal am Bahnhof an. Japanische Bahnhöfe können sehr unterschiedlich aussehen und auch die Größe variiert von Ort zu Ort stark. Bahnhöfe im ländlichen Raum sind oft sehr klein und übersichtlich. Dort findet man immer ein kleines Häuschen mit einem Stationsvorsteher, wo man auch seine Fahrkarte kaufen kann. Allerdings haben die meisten kleineren Bahnhöfe auch zusätzlich einen Ticketautomaten. Große Bahnhöfe hingegen sind in der Regel sehr komplex und unübersichtlich. Hier kann man sich auch schon mal leicht verlaufen, also am besten immer auf die Wegweiser an der Decke achten. Diese sind zusätzlich auch häufig mit der für uns bekannten Schrift versehen. Neben einer Vielzahl an Geschäften und Restaurants findet man meist auch einen Convenience Store an größeren Bahnhöfen, wo man sich schnell einen kleinen Snack gönnen kann, bevor der nächste Zug kommt. Du bist nun also am Bahnhof und möchtest eine Fahrkarte kaufen. Um herauszufinden, wie viel eine Fahrt an deinen Zielort kostet, gibt es nun mehrere Möglichkeiten. Die erste wäre, im Internet nachzuschauen. Für Leute ohne mobiles WLAN oder einer Touristen-SIM-Karte fällt diese Option aber natürlich weg. Außer du findest einen in Japan gelegentlich vorkommenden kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot. Mit Google Maps oder diversen anderen kostenlosen Apps lassen sich die Fahrtkosten wirklich gut berechnen. Alternativ findest du in der Nähe der Ticketautomaten am Bahnhof detaillierte Karten mit den Fahrpreisen zu den nächsten Bahnhöfen. Wobei die Preise bei älteren Ticketautomaten auch direkt auf den Knöpfen stehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Fahrkarte direkt am Ticketschalter zu kaufen. Dafür sind aber Japanischkenntnisse notwendig, da besonders im ländlichen Raum, aber auch in großen Städten das Personal teilweise kein Englisch spricht. Hast du dein Ziel auf dem Fahrplan ausfindig gemacht, findest du einen oder zwei Beträge bei dem Namen deines Ziels. Falls du nur einen Betrag siehst, dann ist das dein Fahrpreis. Wenn du zwei siehst, ist der höhere Betrag für Erwachsene und der niedrigere für Kinder. Nun möchtest du natürlich eine Fahrkarte kaufen und dabei gibt es drei Möglichkeiten. Die erste wäre, ganz klassisch ein Ticket am Ticketschalter zu kaufen. Dazu solltest du aber, wie schon erwähnt, etwas Japanisch sprechen können. Die zweite und bei vielen sehr beliebte Möglichkeit wäre, eine japanische Geldkarte zu kaufen. Die gängigsten zwei, welche an den meisten Orten im ganzen Land nutzbar sind die sogenannte Suica Card und die Pasmo-Karte. Diese bekommst du in größeren Städten an den moderneren Ticketautomaten oder am Fahrkartenschalter. Um so eine Karte zu erhalten, lässt du dir am besten vom Bahnpersonal helfen oder du navigierst ein bisschen selber durch das auch in englischer Sprache verfügbare Menü des Ticketautomaten. So oder so, du bekommst deine Karte direkt am Bahnhof. Aufladen kannst du die Karte auch gleich am Automaten oder am Schalter. In diesem Video benutze ich die Iruka Card, welche es nur in der Präfektur Kagawa gibt. Die Karte funktioniert aber genauso wie alle anderen auch, lass dich also dadurch bitte nicht verwirren. Ich finde diese Karte einfach nur etwas schöner. Die dritte Möglichkeit, eine Fahrkarte zu bekommen, besteht darin, einfach am Automaten eine zu kaufen. Dazu ganz einfach Geld einwerfen, Knopf mit dem passenden Betrag auswählen und fertig. Dein Ticket wird gedruckt und du kannst weiter zum Bahnsteig gehen. Aber halt! Vor dem Bahnsteig siehst du plötzlich ein paar Schranken, welche dir den Weg versperren. Diese Schranken sind nur in eine Richtung passierbar und mit Klappen und Pfeilen gekennzeichnet. Achte daher darauf, dass ein grüner Pfeil an der Schranke angezeigt wird. Wenn du eine Suica oder eine andere Geldkarte hast, hältst du diese kurz an das Sensorfeld der Schranke zu deiner Rechten. Nach dem Piepton kannst du die Schranke passieren und gleichzeitig wird dein Startbahnhof registriert. Möchtest du allerdings eine normale Fahrkarte benutzen, steckst du diese in den Schlitz und nimmst sie am anderen Ende der Schranke wieder entgegen.
Das darfst du auf keinen Fall vergessen. Du brauchst deine Fahrkarte nämlich noch, um später den Zielbahnhof verlassen zu können. Neben dem System mit den Schranken gibt es allerdings noch ein weiteres. Kleinere Bahnhöfe haben teilweise statt Schranken diese Säulen, an welchen du einfach deine Geldkarte auf das Sensorfeld hältst. Hast du das getan, siehst du auf einem kleinen Bildschirm praktischerweise dein noch verbleibendes Guthaben und kannst dann auf den Zug warten. Falls du an so einem Bahnhof einen normalen Fahrschein gekauft hast, brauchst du nichts weiter tun, als den Bahnsteig zu betreten. Dein Fahrschein wird dann vom Personal im Zug überprüft. Während du also auf die Bahn wartest, siehst du, wie die anderen Leute Reihen bilden und stellst dich hinten an. An vielen Bahnhöfen findest du sogar Markierungen, welche dir zeigen, wo du warten sollst. Die Türen des einfahrenden Zuges öffnen sich dann direkt neben den Markierungen und alle können nacheinander schnell und effizient in den Zug steigen. Du bist jetzt also endlich im Zug und kannst dich hinsetzen oder auch stehen bleiben. Möglichkeiten zum Festhalten gibt es auf jeden Fall genug. Wenn du sitzen möchtest, gibt es allerdings noch eine Sache, die du wissen solltest. In japanischen Zügen gibt es spezielle Sitze, welche als Priority Seat markiert sind. Dort haben Schwangere, Rentner und Menschen mit Behinderung Vorrang. Also solltest du dir am besten direkt einen anderen Sitzplatz aussuchen. Meistens befinden sich diese Sitze am Ende und am Anfang der Waggons oder in der Nähe der Türen. Erkennen tust du sie an einem oder mehreren Schildern in unmittelbarer Nähe. Darauf zu sehen sind meistens ein Mann am Stock, eine Schwangere und ein Mann mit Verband oder Krücken. Nachdem du nun die meisten Hürden gemeistert hast, kannst du deine Fahrt in einem in aller Regel voll klimatisierten Waggon genießen und dabei ein bisschen die Landschaft betrachten. Am Zielbahnhof dann steigst du ganz entspannt aus und findest entweder eine Schranke oder wieder so eine Säule vor dem Ausgang. Wenn du eine normale Fahrkarte gekauft hast, verlässt du den Bahnhof einfach und deine Reise mit dem Zug ist vorüber. Falls du aber eine Geldkarte hast, dann musst du diese wieder an die Säule mit dem Sensor halten. Und bei einer Schranke natürlich genauso. Aber was ist das? Ein lauter Piepton und das Sensorfeld leuchtet rot auf. Ja, da hat wohl jemand vergessen, genug Geld auf seine Karte zu laden. Und was jetzt? Bist du vielleicht schwarz gefahren? Nein, keine Angst. Du hast zwar nicht genug Geld auf deiner Karte, aber ein netter Herr von der Bahn ist innerhalb kürzester Zeit bei dir und kann dir deine Karte direkt an Ort und Stelle aufladen. Du musst allerdings mindestens 500 Yen dabei haben, das ist der Mindestbetrag zum Aufladen deiner Karte. Hab also am besten immer etwas Bargeld dabei, das würde ich dir sowieso raten, da Kartenzahlung in Japan immer noch nicht ganz selbstverständlich ist. Ist deine Karte also wieder aufgeladen, hältst du sie noch einmal an den Sensor. Du siehst erneut den Restbetrag oben und unten siehst du, was die Fahrt gekostet hat. Anschließend kannst du den Bahnhof verlassen. Was du allerdings auf gar keinen Fall verlassen solltest, ist dieser wunderbare Kanal. Ganz im Gegenteil, lass doch mal einen Like da oder falls du Japan Live noch nicht abonniert hast, dann hast du jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Einfach den Abo-Knopf drücken und schon brauchst du keine Angst mehr zu haben, ein Video von mir zu verpassen. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.